Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu diesem neuen Video von mir. Heute machen wir gesunde, leckere Energy Bars. Man könnte sie auch Müsli-Riegel nennen, die aus lauter gesunden Zutaten bestehen, Mashallah, und die wir nur ganz kurz bei sehr niedriger Hitze backen werden. Man könnte sie aber auch einfach nur dörren. Für die Süße nehmen wir hier nur Datteln. Ansonsten bestehen diese Riegel noch aus Nüssen, Goji, Aronia-Beeren, Haferflocken und Erdnussbutter. Und wie man diese leckeren, gesunden Riegel herstellt, das zeige ich euch jetzt. An Zutaten benötigen wir hier, wie gesagt, Goji-Beeren und Aronia-Beeren, beide von Bio-Qualität. 2 Superfoods, die unglaublich gesund sind und die man unbedingt öfters in den Speiseplan integrieren sollte. Die weichen wir mit etwa 4 Esslöffel destilliertem Wasser kurz ein, also ungefähr eine halbe Stunde oder eine Stunde, damit sie etwas weicher werden, bevor wir sie dann zusammen mit den Datteln nachher pürieren werden. Ferner werden wir an Zutaten eben, wie gesagt, noch die Datteln benötigen, als auch Haferflocken. Davon nehmen wir 100 Gramm. Von den Datteln habe ich auch 100 Gramm genommen und von den Goji und Aronia-Beeren 40 Gramm, wie gesagt. Und dann haben wir hier jetzt noch Sesamsamen, 20 Gramm. Die Sesamsamen sind natürlich ungeschält und natürlich auch von Bio-Qualität. Und dann haben wir hier jetzt noch 120 Gramm naturbelassene Nüsse. Verschiedene Arten, da kann man nehmen, was man gerne möchte. Und dann haben wir hier noch 2 gehäufte Esslöffel naturbelassene Bio-Erdnussbutter oder vielmehr Erdnussmus eigentlich eher, welches eben nur aus Bio-Erdnüssen besteht und ein wenig Meersalz. Alles also, wie wir sehen, sehr gesunde Zutaten, die alle aus Bio-Qualität sind. Diese Erdnussbutter gibt diesen Riegeln nochmal einen ganz leckeren, relativ pikanten Geschmack, der zusammen mit der Süße der Datteln und der relativen Säure der Goji und Aronia-Beeren ein sehr schönes Geschmackserlebnis bietet. Die Nüsse habe ich, wie wir gesehen haben, nur grob gehackt, denn ich mag es immer gerne, wenn die Nüsse noch relativ ganz enthalten sind und man auf etwas beißen kann. Jetzt geben wir die eingeweichten Goji und Aronia-Beeren in einen Hochleistungsmixer und werden dazu dann die entsteinten Datteln auch geben. Man könnte von den Datteln ein paar mehr nehmen, wenn man das gerne etwas süßer haben möchte. Also ich habe hier weniger genommen, weil ich es nicht ganz so süß haben wollte, aber die meisten Menschen mögen es doch immer etwas süßer lieber. In dem Fall dann einfach 120 Gramm von den Datteln nehmen. Ja, und jetzt berühren wir diese 3 Zutaten mit dem Wasser zusammen. Und so sieht das Ergebnis dann aus. Das kommt jetzt zu den Nüssen hinzu, dann kommen die Haferflocken hinzu, die Sesamsamen und das Erdnussmus. Das war es dann theoretisch schon an Zutaten. Es sind also nicht viele Zutaten, wie wir sehen können. Und dann wird einfach alles jetzt gründlich miteinander vermischt, bis wir eine schöne, relativ klebrige Masse erhalten. Da die Haferflocken das Ganze relativ trocken machen, war ich der Meinung, dass wir nochmal 2 Esslöffel Erdnussmus hinzugeben sollten. Und dann habe ich auch nochmal etwas Dattelsüße hinzugegeben, also getrocknete, gemahlene Datteln. Die könnte man natürlich, wie gesagt, einfach mit den normalen Datteln ersetzen, indem man einfach von Anfang an dann gleich 120 Gramm Datteln hinzugibt. Und dann wird das Ganze einfach in eine viereckige kleine Backform mit Backpapier gegeben und fest angedrückt in einer Höhe von etwa 2 cm. Dann könnte man das Ganze auf niedrigster Flamme im Ofen für etwa 10 Minuten von jeder Seite backen. Oder man dörrt das Ganze noch besser in einem Dörrautomat oder auf der Heizung, damit die wertvollen Inhaltsstoffe dieser Zutaten nicht kaputt gehen. Und damit ist dieser große Energy Bar theoretisch auch schon fertig. Jetzt müssen wir ihn nur noch zurechtschneiden in kleinere Stücke. Dazu schneiden wir ihn in 4 solche langen Teile, die wir wiederum noch einmal in der Mitte durchschneiden, sodass wir dann 8 Energy Bars erhalten. Und damit sind diese köstlichen, hochgesunden Müsli-Riegel auch schon fertig, die sich vorzüglich als gesunder Snack für zwischendurch anbieten oder auch nach dem Sport, um wieder Energie zu tanken. Denn die Zutaten daran sind hochgesund, wie zum Beispiel auch die Goji-Beeren, die eines der besten Lebensmittel der Welt sind. Denn sie sind gute Eisenlieferanten, sie sind sehr gut für unsere Augen, sie stärken das Immunsystem und sind gut für unsere Darmflora. Sie helfen auch bei der Entgiftung unseres Körpers und wirken auch gegen chronische Entzündungen. Die Aronia-Beeren wiederum sind voller Vitamine und Flavonoiden, Mineralien und Anthocyane, Antioxidantien und sie hemmen sogar Darmkrebs, denn sie hemmen unter anderem die Tumorbildung.
Ebenso sind natürlich auch die Datteln vollgepackt mit Vitalstoffen. Sie sind dermaßen gesund, dass sich der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam Zeit seines Lebens größtenteils fast nur von Datteln ernährte. Subhanallah. Deshalb werdet ihr mit diesen gesunden Müsli-Riegeln in jedem Fall eurer Gesundheit etwas Gutes tun. Dann wünsche ich euch viel Erfolg beim Nachmachen, guten Appetit, vergesst nicht Bismillah zu sagen und dann sehen wir uns inshallah wieder beim nächsten Mal. Liebe Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.